Hi, hier ist Bob Hutton. Gut, dass ihr eingeschaltet habt. Wünsche Gottes Segen für den Tag und alles Gute. Lasst uns zurückgehen zu Apostelgeschichte Kapitel 8. Noch einmal zum letzten Mal heute Morgen. Philippus war denn gekommen nach Sebast, also eine Stadt oder die Stadt in Samaria. Nachdem er geflohen war aus Jerusalem, war diese Verfolgung gekommen ist. Lass uns heute Morgen einige Gedanken machen über diesen Mann, dieser Stephanus. Er wurde dann auserwählt als einer von 7 Leuten, die denn die Witwen dienen sollte am Tisch, also Tasse Tee ausgießen oder Kaffee, Frühstück bringen und so weiter. Wir sehen, dass als die 7 erwählt wurden, man sollte dann suchen nach Menschen, die erfüllt waren mit dem Heiligen Geist und voller Glaube waren, auch voller Weisheit. Und diese Kriterien hat offenbar Philippus gehabt. Aber so wie wir ihn ein bisschen kennenlernen in diesem Kapitel, wir sehen dann auch noch einige andere Dinge, die er gehabt hat. Er war dann ein Evangelist, er hat Menschen zu Jesus gerufen, so große Gruppen waren da, viele Menschen sind gekommen in der Stadt. Und dann ist er plötzlich weggenommen werden aus dieser Stadt. Das kam dann von einem Moment zum nächsten, auch ein sehr übernatürliches Ereignis. Und er befindet sich dann auf einer Straße zwischen Jerusalem und Gaza. Und Gaza ist dann im Süden. Sebast war nördlich von Jerusalem, jetzt ist er im Südwesten von Jerusalem. Und während er da wartet, da kommt einer vorbei in einen Wagen, ein Äthiopier, ein Regierungsbeamter, ein ziemlich hoher Regierungsbeamter. Und der war in Jerusalem gewesen, war der Fest, der ist irgendwie auf der Suche nach Gott. Und der hat ein Schriftstück mitgebracht, ein Stück aus der Bibel. Es war das Buch Jesaja, den Prophet Jesaja, einer von den längeren Büchern im Alten Testament mit 66 Kapiteln. Und er war dabei zu lesen. Er war bei Kapitel 53. Und Kapitel 53 ist eine prophetische Aussage über die Kreuzigung von Jesus, geschrieben einige 100 Jahre vor Jesus überhaupt auf der Erde kam. Und Philippus geht per Autoanhalter und er nimmt ihn mit und er fragt ihn, was liest du da? Und er zeigt ihm Jesaja, verstehst du, was du liest? Hat er den Äthiopier gefragt. Und er sagte, wie soll ich das verstehen, wenn niemand das erklärt? Und Philippus erklärt ihm die Bedeutung von diesem Schriftstück, dieser prophetischen Aussage von Jesaja 53. Das führt dazu, dass der Äthiopier nimmt Jesus an und offensichtlich hat Philippus ihm auch über die Taufe erzählt, denn er sagt, da ist Wasser, was hindert mich, taufen zu lassen. Und so wurde er dann am Straßenrand von der Straße nach Gaza, wurde im Wasser getauft. Was ich hiervon aber herausfinde, ist, dass neben seiner Qualität als ein Mann, der voll Geistes war, voll Glauben war, voll Weisheit war, hat Stephanus auch eine gute Erkenntnis von Gottes Wort. Er kannte sich in der Bibel aus. Und ich finde, das ist auch etwas, was uns ein bisschen fehlt in unserer Zeit, aber etwas, was dringend notwendig ist, dass wir uns auskennen in der Bibel, dass wir bibelkundig sein. Und das ist meine Herausforderung Nummer 1, ist, dass wir uns also die Bibel wieder lesen. Ich habe das immer wieder wiederholt. Diese ist vielleicht auch eine gute Zeit, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben, dass wir uns dann auseinandersetzen mit dem, was die Bibel sagt. Sein Freund, Philippus Freund, das war Stephanus. Und Stephanus hat sein Leben beendet, indem er gebetet hat. Die Sache vom Gebet ist auch eine Tugend oder eine Disziplin, eine Gewohnheit, was sehr, sehr gut ist. Die Apostel haben gesagt, wir können uns nicht länger so die Tische bedienen. Wir müssen uns weihen, ganz weihen, das Wort Gottes und auch Gebet. Und wir finden auch am Anfang, dass diese erste Gemeinde in Jerusalem, Postgeschichte 2, 42, dass sie sich hingegeben
gegeben haben, die Lehre der Apostel und auch das Gebet war da drin. Das ist auch etwas wichtig. Wir lesen nicht ausdrücklich von Philippus und Gebet, aber ich nehme an, das war auch etwas, was er denn praktiziert hat. Und das sind dann zwei Herausforderungen für heute Morgen. Also erstmal, dass wir uns befassen mit Gottes Wort. Zweitens, dass wir auch das Gebet uns widmen. Das heißt, einfach mit Gott zu sprechen. Ich habe aber noch mehr. Also Nummer 3 sehe ich, dass Philippus hat seinen Glauben geteilt. Ich weiß nicht genau, was er die Witwe in Jerusalem erzählt hat, aber in Samaria war er bereits ein feuriger Evangelist. Und wie gesagt, Gott nimmt ihn dann plötzlich weg und dann begegnet eine einzelne Person. Und diese Person kommt zum Glauben, durch weil Philippus sein Glauben mit ihm geteilt hat. Und das ist auch eine Sache, was wichtig ist. Also, erste Herausforderung, Gottes Wort. Zweite, Gebet. Dritte, dass wir unser Glauben mit anderen Leuten teilen. Nummer 4 ist, dass wir bereit sind, auch zu dienen. Philippus hat das bewiesen, indem er bereit war, sich auseinanderzusetzen mit dieser Witwe in Jerusalem. Er hat ihn gedient, er hat ihn das Essen gebracht, die Tische bedient. Er hat ein sehr demütiges Herz. Und das Letzte für heute Morgen ist, dass ich sehe, dass Philippus war sehr beständig in allem, was er getan hat. War beständig, hat dann die Tische bedient in Jerusalem. Und Gott sagt, wer treu ist in den Geringsten, würde ich ihm über vieles setzen. Und so geht er nach Samaria und sie erleben eine Erweckung. Er war nicht nur ein Diener für Witwe, sondern in Samaria begann er dann die Stadt zu verändern. Die Stadt wurde verändert durch den Dienst von Philippus. Und man konnte meinen, das ist etwas, wo wir stehen bleiben. Da sollen wir bleiben, ein Leben lang dort in dieser Stadt. Aber er war auch bereit, vom Geist Gottes mitnehmen zu lassen, irgendwo in der Wüste auf einem einsamen Platz. Und da begegnet dieser Äthiopier, der zurückging, denn nach Afrika. Und so wurde Afrika, denn die Botschaft von Evangelium. Also er war ein Stadtveränderer, aber nicht nur das, sondern er hat auch eine Nation verändert durch seine Begegnung mit dieser Äthiopier. Von dort aus dann geht er die Küste entlang nach Norden und letzten Endes kommt er in eine Stadt namens Cäsarea. Da hat er sich niedergelassen und von dort aus hat er dann auch gearbeitet. Wir wissen nicht viel mehr über ihn als das, was sie bereits gesagt hat. Aber er taucht noch einmal auf in der Bibel, nämlich in Apostelgeschichte 21, Vers 8. Und ist wahrscheinlich etwa 20 Jahre später. Da kommt der Apostel Paulus mit seinem Team durch die Gegend dort und er kommt in dem Haus von Philippus und er heißt Philippus, der Evangelist, einer von den 7. Das war sozusagen sein Titel, weil er einfach beständig war. Das, was er gemacht hat in Jerusalem, das, was er gemacht hat in Samaria, das, was er gemacht hat mit diesen einzelnen Mann auf dem Weg nach Gaza, hat er sein Leben lang weiterhin fortgeführt. Er war Philippus, der Evangelist, einer von den 7. Das sind 5 Herausforderungen für uns am Tag. Ein bisschen viel für einen Tag, aber vielleicht können wir das mitnehmen in der Woche und in diesem neuen Monat, was gerade begonnen hat, dass wir uns Gottes Wort widmen, dass wir das Gebet widmen, dass wir Dienerschaften ausüben, dass wir unser Glauben mit anderen Leuten teilen und dass wir in allem, was wir tun, auch beständig sein. Also, einen schönen Tag, Gottes Segen, bis zum nächsten Mal, euer Bob Hatton.